In knapp 4 Wochen startet meine Weltreise. Ich habe nicht mal einen Rucksack und ich habe diese Woche erst angefangen, Englisch zu lernen. Servus Freunde, servus meine liebe Familie, servus Verwandte und Bekannte und alle anderen tollen Menschen, die auf meinen Kanal gefunden haben. Hier gibt es gleich einen kleinen Einblick in meine Weltreisevorbereitung, wie planlos oder wie mein Plan eigentlich aussieht. Ich habe mich circa vor einem Jahr dazu entschieden, eine Weltreise zu machen. Habe da angefangen, mich vorzubereiten. Bedingt. Ich habe das Nötigste gemacht, sagen wir es so. Ich habe das Allernötigste gemacht, sodass ein paar Sachen auch untergegangen sind. Meine richtige Vorbereitung habe ich erst vor 1,5 Monaten gestartet, dass ich mich angefangen habe, jeden Tag damit auseinanderzusetzen, jeden Tag eine Kleinigkeit zu machen, um voranzukommen. Dementsprechend ist manches auch über Bord gegangen und hänge ich in manchen Punkten ein bisschen hinterher, weswegen das Ganze ein bisschen planlos ist. Aber ich habe trotzdem einen Plan gemacht, auch wenn mir bis jetzt noch ein Rucksack fehlt, ich nicht geschafft habe, mir die Kreditkarte zu beantragen, ich bis jetzt noch keine Unterkunft habe oder dass das mit den Impfungen noch nicht ganz so geklappt hat, wie ich wollte. Aber ich habe inzwischen einen groben Plan und ich führe euch mal durch, wie sich meine Planung so entwickelt hat. Zuerst schauen wir uns mal die Reiseroute an, wo ich eigentlich hin möchte. Dann, wie es mit meinem Zeitplan aussieht, wie es budgettechnisch aussieht, wie ich überhaupt reisen möchte, wie es auch mit den Jobs unterwegs oder auch nicht aussieht, wie es mit meiner aktuellen Vorbereitung aussieht, was so verloren gegangen ist, daneben gegangen ist, geklappt hat und ein kleiner Abschluss. Jetzt zur Reiseroute. Ich habe anfangs, dachte ich mir, ich will eine Weltreise machen, ich will über die komplette Welt. Das heißt, über jeden Kontinent, wo ich noch nicht war, Australien, Asien, Nordamerika, Südamerika und Afrika wieder hoch. Was bei mir wegfällt, ist so der Norden, so gerade die kalten Länder, weil ich kann in meinen Rucksack, glaube ich, nicht alles reinbekommen, mich auf jede Jahreszeit vorzubereiten. Weswegen es tendenziell eher so warme, mittelwarme Länder werden. Kanada muss ich noch gucken. Australien will ich auf jeden Fall. Asien, den unteren Part will ich auf jeden Fall. Südamerika will ich auf jeden Fall. Afrika ein Stück möchte ich auch. Da muss ich aber auch noch gucken, wie ich das Ganze mache, weil die ganzen Bürgerkriege dort machen mir ein bisschen Bammel, ein bisschen Sorgen. Jetzt im Laufe der Zeit, wo ich mir immer wieder Gedanken darum gemacht habe, hey, ich kann nicht die komplette Tour vorplanen und vorstrukturieren, weil ich es in so einer großen Dimension geplant habe. Dementsprechend starte ich in Australien. Der Flug nach Australien steht jetzt schon safe. Der ist am 21. Mai. Am 20. fahre ich nach Berlin nach oben. Und es sind nur noch knapp 4 Wochen. Ich habe jetzt schon Muffelsausen. Ich komme in der Regenzeit in Australien an. Oder gerade im Winter. Das heißt, ich müsste direkt nach oben von Perth, wo ich wieder ein paar Wochen unterwegs bin. Und da merke ich, hey, ich bin da noch ein bisschen unsicher und noch nicht so selbstbewusst vielleicht. Oder habe auch Bammel um mein Geld, weswegen ich anfangs in Perth bleibe und dort dann auch nach einem Job erstmal gucke. Und dann versuche ich nach oben durch, dann quer durch Australien durch und dann von unten wieder hoch. Zwischendrin noch Neuseeland zu besuchen, da kenne ich jemanden, den würde ich gerne besuchen. Und damit ich dann sozusagen erst in der nächsten Regenzeit oder regenfreien Zeit in den Norden reinkomme. Das ist aber bis jetzt meine aktuelle Planung. Ich weiß aber nicht, wie sich das Ganze entwickelt. Dann sind wir jetzt auch beim Zeitplan. Anfangs dachte ich mir, hey, Weltreise, mal gucken. Dann ist mir aufgefallen, hey, theoretisch um alles zu sehen, brauche ich voll viel Zeit. Ich brauche pro Kontinent locker ein Jahr. Anfangs wollte ich 5 Jahre pro Kontinent ein Jahr machen. Dann sind noch so ein paar Sachen dazugekommen, wo es mir schwierig macht und ich einfach nicht weiß, wie ich das Ganze planen soll. Weswegen ich so eine Zeitbegrenzung von 3 bis 5 Jahren mit drin habe. Es gibt ein paar Ausnahmen, die dafür sorgen würden, dass ich wieder zurückkomme. Vorher wollte ich alles recht kompakt strukturiert machen. Ich wollte die ganzen 5 Jahre komplett jetzt durchdenken und jetzt durchplanen, aber habe gemerkt, hey, ich habe nicht mal eine Ahnung, was in ein paar Monaten passiert, was in Australien passiert, ob ich in ein paar Monaten wieder da bin oder nicht. Das kann sich im Laufe der Zeit einfach komplett verändern und entwickeln. Das weiß ich jetzt noch nicht, weil jetzt allein in der Vorbereitung ist voll viel passiert, wo ich mir vorher gar nicht so gedacht habe. Wie sieht es mit meinem Budget aus? Ich habe aktuell, wenn ich alle 5 Konten zusammenrechne, wo ich habe, komme ich auf knapp 8.000 Euro. 5 davon will ich für meine 5 Jahre Weltreise benutzen.
3 davon will ich jetzt für die Vorbereitung noch nutzen, weil ich muss noch den Rucksack holen und habe noch ein bisschen Equipment, wo ich brauche, wo auch noch Geld mit drauf geht und zusätzlich wäre das mein Notfallpuffer, wenn ich wenn die 5.000 leer gehen. Was in Australien nach ein paar Monaten passieren, nach 3 Monaten passieren kann. Wenn mein Geld in der Zeit schon weg ist, dass ich dann sagen kann, hey, mein Limit ist durch und ich habe noch einen kleinen Puffer von 1.000, 2.000 € und ich kann mir die Rückreise leisten und brauche nicht Bammel zu haben, dass ich irgendwo stecken bleibe. Da ist mir die Sicherheit doch irgendwie ein bisschen wichtig. Zur Not, falls es doch nicht klappt, mein Notfallpuffer wären im Endeffekt noch ein paar Aktien und ETFs, wo ich angelegt habe. Jetzt als nächstes, wie möchte ich denn reisen? Weil man kann ja alles Mögliche. Ich will auf jeden Fall mit einem großen Rucksack auf dem Rücken, den ich mir noch besorge, möchte ich durchreisen und ich wollte, weil das Budget recht eng ist und ich mitbekommen habe, hey, man braucht kein Geld zum Reisen oder zumindest zum Starten. Ein bisschen ist nicht schlecht, gerade Australien, wenn man reinkommt, muss man ja ein Startkapital haben. Meine Reiseart, für die ich mich entschieden habe, mit einem geringen Budget ist, dass ich je nachdem, was für ein Land es ist, dort arbeiten kann. In Australien mache ich das Work and Travel, da kann man gut Geld verdienen. Da kann ich mir auch ein bisschen Startkapital für die restliche Reise mit anarbeiten. Dann in günstigen Ländern wie Vietnam zum Beispiel, da weiß ich nicht, ob sich das Arbeiten überhaupt lohnt. Da werde ich wahrscheinlich eher mehr reisen. Und dann so Länder, wo so zwischendrin sind, habe ich dann vor, sowas zu machen, wo man einfach für ein paar Stunden arbeitet. So zwischen 3 bis 6 Stunden, je nachdem, ob es im Restaurant, auf einer Farm, in einem Hostel oder irgendwo anders ist, dass ich da dann Unterkunft und Essen bezahlt bekomme. So kann ich mir jede Menge sparen. Vielleicht kann ich so mir auch ein paar Euro dazu verdienen, aber gesetzlich gesehen darf ich nur dort, wo ich ein Arbeitsvisum habe, jetzt wie in Australien, wirklich Geld dazu verdienen. Bei den anderen Sachen, da muss man aufpassen. Der nächste Spot, wo ich vielleicht noch gut Geld dazu verdienen könnte, wäre Kanada. Dort das nächste Work and Travel, da kann man es bis 35 machen. Was habe ich bis jetzt denn eigentlich vorbereitet? Wie sieht mein aktueller Vorbereitungsstand aus? Ich habe das Visum eine Woche vor meinem Geburtstag beantragt. Das Ding ist so, beim Visum für Australien, man kann es nur zwischen 18 und 30 Jahren beantragen. Ich bin jetzt 31, aber man kann es noch ein paar Tage vor seinem Geburtstag beantragen. Ich habe es eine Woche vorher gemacht. Das hat kurz vor knapp geklappt. Vor einem Jahr circa habe ich mir auch überlegt, wie kriege ich am schnellsten Geld zusammen, indem ich Kosten einspare. Und die größten Fixkosten waren halt die Wohnung, weswegen ich nach ein paar Tagen, nachdem ich das gefühlstechnisch überwunden habe, habe ich mich entschieden, die Wohnung zu kündigen, die ich damals hatte, und zu meinen Eltern zu ziehen, wo ich jetzt hier in dem Zimmer von meinen Eltern echt dankbar bin, dass ich das genießen darf. Im Großen und Ganzen steht das meiste. Es sind jetzt noch ein paar Sachen zu erledigen. Ich muss sagen, ich hatte auch mega Muffensausen und das größte Ding in der Vorbereitung war echt das Emotionale. Musste irgendwie damit klarkommen, dass ich jetzt hier alles kapp und mich auf eine Weltreise mache, wo ich vorhabe, ein paar Jahre unterwegs zu sein. Dann diverse Konflikte entstehen, weil es jede Menge Sachen, wo mich mega beschäftigt hatten und ich deswegen die Vorbereitung immer schön weiter nach hinten verschoben habe und mich schön abgelenkt habe. Eine Kreditkarte beantragen habe ich leider nicht geschafft. Da habe ich mich erst angefangen vorzubereiten, als ich eigentlich schon keinen Job mehr hatte, also vor ein paar Wochen. Und da habe ich keine richtige Kreditkarte mehr bekommen, wo man einen Rahmen bekommen kann, wo man sozusagen, wenn man sich einen Roller oder ein Auto ausleiht, dass man als Sicherheit Geld hinterlegt. Aber ich habe Visa-Karten, ich habe Masterkarten. Mit meinen verschiedenen Bankkonten funktioniert das ohne Probleme. Da mache ich mir keinen Kopf. Ich muss nur gucken, dass ich genug Puffer habe, dass ich dann auch genug Geld habe, was ich hinterlegen kann. Thema Technik bin ich ausgestattet. Mir fehlt noch der Rucksack, mir fehlen noch ein paar Klamotten, gerade so andere Jeans, wo ich haben möchte. Ich habe ein Wasserfiltersystem, so ein dreifaches zusammengestellt, was mir für mehrere Jahre lang würde. Da bin ich auch safe. Ich habe ein Zelt, wo ich vielleicht noch ein neues hole, was kleiner, weniger Platz verbraucht, einen Schlafsack und vielleicht noch eine neue Isomatte. So ein Thema Gepäck, vielleicht wäre noch was, wo ich Essen mit reinpacken kann. So Topf oder Tupperdosen oder so. Die würden noch fehlen. Für Australien noch fehlt definitiv, sind meine Bewerbungsunterlagen. Ich habe auf mein iPad auch passend vorbereitet, dass ich da meine Bewerbungsunterlagen vorbereiten kann. Da habe ich schon alle Programme drauf. Aber die Vorbereitung, die Zeugnisse übersetzen und zertifizieren lassen, genauso auch noch bürokratischer Kram, wie jetzt beim Rathaus abmelden, Krankenkasse abmelden, Steuererklärung und so muss ich auch noch machen. Das sind alles so Aufgaben, auf die ich so weniger Bock habe, aber die muss ich jetzt in den nächsten 1, 2 Wochen abhaken, damit ich dann die letzten 2 Wochen nur noch
abschalten kann, mich von meinen Liebsten verabschieden kann. Dann starte ich mal und gucke mal, wie sich das Ganze entwickelt. Und auf der Reise wird sowieso jede Menge passieren, weswegen ich glaube, mein Plan sich verändern wird. Was ich auch noch geplant habe mit dem Kanal, dass ich jede Woche, spätestens ab dem Start von meiner Reise, anfange Videos zu machen, dass ich dann euch berichten kann, wie es auf der Reise läuft, wie es mit meinen Kosten ist, was reinkommt, was rausgeht, womit ich struggle, wo es Probleme gibt, was ich für Hindernisse überschritten habe, wie es auch in meiner Selbstentwicklung läuft, weil das war allein in der Vorbereitung, musste ich schon mega viel an mir selber arbeiten, um jetzt an den Punkt zu kommen, dass ich jetzt sagen kann, hey, es gibt noch diverse Aufgaben vor mir, aber das wird schon irgendwie gehen und es wird schon irgendwie klappen. Zum Schluss wollte ich noch bei allen Dankeschön sagen. Alle, die mich jetzt auf dem Weg in dem Jahr, ein Jahr unterstützt haben, immer wieder Mut gemacht haben, da wo ich keinen Mut mehr hatte und nicht wusste, wie mache ich das jetzt mit meinen Emotionen und mit meinen Panikattacken einfach gerade nicht zurechtgekommen bin. Auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Dankeschön. Falls noch Fragen offen geblieben sind, schreibt sie mir einfach unten in die Kommentare rein. Ich würde euch über ein Like freuen. Ich werde euch auf jeden Fall regelmäßig berichten. Schön, dass ihr dabei wart.